Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir befinden uns mal wieder auf W50. Und ja, heute wollte ich euch in dem Video unter anderem nochmal zeigen, was ich bisher so ausgegeben habe hier auf W50. Ich habe ja meine Pilze noch nicht weiter aufgeladen nach unserem letzten Rush mit den 55 Leveln. Möchte das ja erst wieder machen, wenn es Epic Event ist. Es wird aber, glaube ich, ein bisschen knapp von den Pilzen her. Ich muss mal schauen. Hier haben wir das Ding auf 250, das ist ganz nice. Es wird ein bisschen knapp hier durch das Teil, durch den Arena Manager. Ja, ich bin hier noch nicht sehr weit, weil ich hier noch nicht viel geschafft habe. Ja, ist logisch, ne? Ist logisch auf jeden Fall. Nee, aber ich habe hier, glaube ich, schon 1 oder 2 Boosts irgendwie verpennt. Ja, ich habe den Timer nicht im Kopf, dann logge ich mich schnell auf der Arbeit mit dem Handy ein, auf dem Klo, damit ich mal kurz meine Festungsangriffe machen kann, weißt du? Und dann zählt der Händler hier schon wieder, weil ich mich schon eingeloggt habe, ne? Und dann habe ich das vergessen, 2 Stunden später ist er weg, zack, gut. Ja, ist denn so, ne? Und wir haben übrigens hier jetzt gerade das Arbeiterquartier auf Stufe 10 gejagt, ne? Das ist natürlich sehr nice, freut mich sehr. Ressourcen sind okay, ich bekomme nicht sehr viele. Ihr seht es, ne? Kommt nicht viel bei rum, aber ich nehme fast alles mit. Natürlich werden wir jetzt die Festung gleich ausbauen, hier auf Stufe 11, mittlerweile jetzt schon. Und werden dann auch die Ritterhalle auch nachziehen. Ich muss mal gucken. Ja, der Gerät hat hier schon auf 11, Dahlia auch, Matze, ja, nice, 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 Let's Runes hier, ne, the Price, also wir haben schon ein paar Leute hier, das Teil tatsächlich auf Stufe 11, was ich sehr nice finde. Wir haben mittlerweile eine 503er Ritterhalle und 168 Level im Durchschnitt. So, das Ding ist, wenn ich aufladen muss, ich müsste mir dann ja halt eben dieses Paket holen, so, ne, weil das halt kommt, ja, was anderes kommt für mich nicht in Frage. Ne? Leistungstechnisch, Preis-Leistung hast du hier auf jeden Fall in diesen ganzen Paketen drin. Wollte ich aber erst machen, wenn die 20% Aktionen sind. Ne? Und ich würde mit den Pilzen über die Runden kommen. Bis zur nächsten Aktion. Das müsste Ende des Monats sein. Ne? Aber der Arena Manager, so, der reitet mich halt hier extremst in die Bredouille hier. Ne? Kann ich mal so sagen an der Stelle. Weil die Boosts werden natürlich immer teurer. Ne? Kostet bei mir jetzt, glaube ich, schon 100, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der nächste dann. Und damit komme ich natürlich, wenn ich mir das täglich kaufen will, nicht über die Runden. Ne? Ja, da muss ich mal zusehen irgendwie. Vielleicht kaufe ich mir das dann doch zwischendurch und dann, ja, gucken wir mal, was bei rumkommt, würde ich mal so sagen. Ne? Auf jeden Fall mache ich hier weiter meine Festungsangriffe und ja, schau, ob ich hier und da mal ein paar Ressourcen bekomme. Ja, alles unter, also ich kriege hier auch ab und zu mal so ein paar Festungsanfragen, aber ich nehme eigentlich fast nur die Leute mit, die so ab 800 Ressourcen, also Steine am Start haben, weil was anderes lohnt sich für mich jetzt nicht so. Hier sowas zum Beispiel, das ist für mich eine Frechheit, ja, das geht schon von den Ressourcen her, ich glaube viel besser oder viel mehr gebe ich glaube ich auch nicht, ne? Aber ich möchte halt schon was ganz Gutes haben. So, jetzt nehme ich die mal so langsam mit hier, weil ich jetzt bald auch keine, der ist noch nice, keine Ritter mehr habe, ne? Oder Soldaten und ja, so gibt es auf jeden Fall seinen Gang. Können wir mal gucken in die Ehrenhalle, bei der Festung mich auf 440, ne? Ja, es geht auf jeden Fall besser, ne? Aber ich bin immer so einigermaßen mit dabei, sag ich mal, ne? Gut, ich zeige euch mal auf jeden Fall meine investierten Pilze, ne? Das Ding ist, wenn ich den nächsten 100er aufladen sollte, es ist ja einiges potenziell möglich an Leveln bei mir so, ne? Es ist halt einfach nur eine Frage von den Moneten, vom Mula, vom Para, vom Geld, ja, von den Pilzen, ne? Und das ist halt einfach nur die einzige Frage, was bist du bereit auszugeben, ne? Bei den Stufen gibt es fast kein Limit, sag ich mal so, ne? Also ich könnte jetzt einfach so Stufe 220 ohne Probleme, 230 vielleicht auch schaffen als Krieger, kommt halt nur darauf an, wie viel bist du bereit zu investieren. Das ist die große Frage, ne? Denn wir haben natürlich noch einiges an Potenzial vor uns. Wir können einiges aus der Mine zutage fördern, was Steine angeht.
Denn wenn ihr hier mal guckt, ist hier noch einiges möglich an mehr Attributen, weil ich hier noch viele Steine von der Edelsteinmine Stufe 1 drin habe. Und ja, habe hier noch einen Stärkestein bekommen, den könnte ich theoretisch auch auswechseln. Ne? Das könnte man auch machen hier gegen den. Aber es bringt, glaube ich, erst mehr tatsächlich die bestehenden Steine auszuwechseln. Auf jeden Fall, ne? Da könnte man ein paar skippen. Und dann würde man in den Dungeons auf jeden Fall schon deutlich weiterkommen. So, ne? Weil der Messerwerfer, der ist auch gut machbar. Von den Werten her sieht der sehr gut aus oder sind wir identisch, würde ich mal so sagen. Nur im Level ist er halt deutlich höher als ich. Ist aber definitiv legbar. Und mit den neuen Statpunkten auf meine Steine wäre er halt super easy drin. Ne? Wie ihr seht, das ist eigentlich ganz easy. Vielleicht besiegen wir ihn sogar, wenn wir jetzt nochmal blocken. Nein, schade. Aber ihr seht, ne, das war jetzt nur ein Versuch. Und wenn wir da irgendwie ein paar durchspammen, dann sind wir da auch, machen wir gleich 2 Level ab, so immer. Ne, jetzt kommen ja die ganzen Dungeons. Und ja, dann würde man weitermachen. Man würde dann so langsam auch anfangen, seine Begleiter auszurüsten. Ne, man kann immer nebenbei Wirbelwind-Etagen machen, was einen auch nochmal sehr viel mehr Gold einbringt und was ja wieder Stat-Punkte sind. Ne? Ja, und wie gesagt, dann schafft man so langsam die ersten Etagen hier in der Schattenwelt. Wenn man die erste gelegt hat, dann schafft man die nächsten 5, 6 auch easy. Ne? Und beim Märchenturm bekommt man ja auch dementsprechend viele Epics, wenn man denn so langsam die ersten Gegner besiegt. Hier komme ich aber noch nicht viel weiter. Und hier könnte man sich dann halt auch im Märchenturm dann dementsprechend seine Begleiter ausrüsten, weil man halt ultra viele Epics hier durchbekommt, die auch für die Begleiter sehr nützlich sind. Und ja, dann hätte man wieder stärkere Begleiter, kommt wieder hier dementsprechend voran und kommt im Level weiter, stat-technisch weiter und dadurch kommt man halt auch hier in der Lichtwelt weiter voran. Ne? Gut, aber ich würde mal sagen, ich gebe mal den Code ein. Ne? Worauf ich rede hier so viel, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist unterm Strich, wenn ich jetzt so sagen wir mal Stufe 220 erreichen möchte in einem Rush, so, ne, also in einem Stream, sagen wir mal, dann müsste ich nochmal weitere, sag ich mal, 2.000 bis 3.000 Pilze nochmal ausgeben. So als Vergleich vielleicht so, ne? Der Paul, der ist ja auch Stufe 224 jetzt mittlerweile, ne? Der hatte von meinem Levelbereich, glaube ich, bis zu seinem Levelbereich auch 2.000 bis 3.000 ausgegeben. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und ja, dann wären wir, glaube ich, so auf demselben Pilz-Count. Ich weiß jetzt nicht, was der Paul ausgegeben hat, ne? Aber ich zeige euch auf jeden Fall mal, was ich ausgegeben habe. Mushrooms paid. Und dann sehen wir hier, sind wir jetzt gerade bei 10.000, die wir verbraucht haben. Ne? Ein paar haben wir ja noch, aber jetzt nicht mehr viel. Und ja, wenn ich so Stufe 220 jetzt rushen würde, wäre ich so bei 12.000, 13.000, so 13.500 vielleicht so. Ne? Und ich denke mal, das ist für Stufe 220 eine durchschnittliche Pilzanzahl, würde ich mal so sagen. Ne? Wenn ihr euch überlegt, Leute, die sehr, sehr gut und erfahren spielen, die einen Berserker haben, die schaffen in den ersten 3 Tagen Stufe 220, aber somit im Durchschnitt, sagen wir mal, 20.000 Pilze. So, ne? Wenn man es ein bisschen langsamer angehen lässt, spart man sich schon so viel mehr Geld ein, ne? Nur damit man halt nicht am ersten Tag schon dieses Level erreicht. So, ne? Und ja, man würde sich natürlich noch mehr sparen, wenn man das noch langsamer angehen lässt, das Ganze. Ne? Aber ich habe mir halt so gedacht, den Spaß machst du dir jetzt auch nur noch einmal. W50 ist mein letzter Server, den ich so hart aktiv reinpilze. Das ist auch mein einziger Server, den ich so hart aktiv reinpilze. Denn nicht mal auf meinem Battlemage habe ich so hart zum Serverstart reingepilzt. Ich habe zum Serverstart 50 € aufgeladen. Und das hat, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, die 50 € alleine haben irgendwie schon 3-4 Tage gereicht. Und dann habe ich, glaube ich, dann habe ich nachher angefangen, 100er aufzuladen, weil es halt einfach lukrativer ist so. Ne? Und selbst hier bin ich nicht wirklich, großartig abgeschlagen, sagen wir. Ich bin solide hier in den Top 20 drin, könnte auch noch, also ich bin, sag ich mal, sehr knapp hier auch an den Top 10 dran, so von der Ehre her. Also das ist alles andere als irgendwie, ne? Und wenn man jetzt mal hier reinguckt,
Hier habe ich jetzt in der Zeit 31.000 Pilze ausgegeben. Nicht zuletzt durch die ganzen legendären Dungeons, die jetzt auch noch dazu kamen. Ne, das hat nochmal sehr viel mehr Pilze gefressen. Ne, da könnt ihr alleine schon irgendwie, was weiß ich, 5, 6K abschreiben bestimmt, wenn das mal reicht. Ne? Ansonsten war ich hier auf dem Server auch sehr, sehr, sehr pilzsparend unterwegs und der ist ja jetzt nun auch wirklich W27, ist jetzt schon eine Zeit lang draußen so, ne? Und das geht wirklich fit, würde ich mal so sagen, von den Kosten her so, ne? Da bin ich jetzt auf W50 jetzt schon härter unterwegs, ne? Aber es macht mir halt auch Spaß. So, ne? Und das Ding ist, ich spiele ihn ja, ich weiß ja, dass ich den Char auch sehr lange spielen werde und im Late Game spielen werde. Deswegen, umso höher oder umso schneller du im Level kommst, so, weißt du, umso schneller bist du auch mit dem ganzen Zeug durch, umso schneller kriegst du auch gute Quests, ne? Bis zur Stufe 393, ne? Ab da an geht es ja dann rücklaufend dann nachher, was zumindest die XP angeht, ne? Aber umso schneller du in diese Richtung kommst, umso mehr Erfahrung kriegst du auch durch die Quests und umso schneller steigst du eigentlich auch, oder du steigst nicht schneller auf, aber du kriegst halt mehr Erfahrung dadurch, ne? Und das möchtest du halt haben. Und das ist halt der Vorsprung, den jetzt zum Beispiel die Leute hier oben erstmal so haben, ne? Weil die halt bessere Quests jetzt bekommen als ich jetzt zum Beispiel, ne? Aber nachher, wenn man diese 393 überwunden hat und dann halt die XP-Kurve wieder nach unten verläuft, dann relativiert sich das natürlich über die Zeit, wo die anderen gerade, jetzt zum Beispiel ich mit meinem Level, noch mehr Erfahrung bekomme und dann trifft man sich irgendwo nachher wieder Jahre später nochmal und hat dann halt mit weniger Geld fast genauso viel erreicht wie die Leute, die hier Zehntausende an Euros reingesteckt haben, was nicht mal übertrieben ist bis jetzt momentan. Ne? Gut, aber das soll es erstmal soweit zu dem Video gewesen sein. Ne? Ich werde auf jeden Fall definitiv nochmal aufladen und bin auch jetzt schon gehypt auf das nächste Epic-Event, muss ich mal so sagen, weil ich da mich natürlich dann auch nochmal komplett neu ausrüsten werde. Dann möchte ich nochmal meinen nächsten Level-Rush hinlegen, easy Stufe 200 plus erreichen und so weiter und so fort. Und da haben wir noch einiges vor uns und da habe ich auf jeden Fall auch definitiv Bock drauf. Gut, das soll es soweit dazu gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.